Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, Weihnachten ist vorbei. Ich habe ein bisschen gehäkelt, aber wirklich nur ein kleines bisschen. Denn wir haben die Feiertage wirklich schön und sachte verbracht. Wir waren viel bei den Familien, also bei meiner Familie und bei der Familie von meinem Mann. Waren wir jeweils immer dann einen Tag. Wir splitten das immer so ein bisschen. Heiligabend ist sozusagen bei uns, da koche ich für alle. Und den ersten und zweiten Weihnachtstag verbringen wir immer bei der einen und dann bei der anderen Familie. Also jeder hat da einen kompletten Tag. Deswegen kam ich auch nicht so viel zum Handarbeiten. Ja, ein bisschen was habe ich trotzdem gemacht und ich dachte, ich zeige dir das trotzdem. Denn ja, ausfallen lassen wollte ich das Video jetzt nicht, auch wenn es nur ein bisschen ist einfach. Als erstes habe ich hier mein erstes Hexagon fertig. Das häkle ich mit einer 3 mm Nadel. Und soweit ist es. Ich hatte dir ja das letzte Mal gezeigt, dass ich mir immer diese Klammern hier nehme und dann mein Anziehteil sozusagen so hinlege, wie ich es brauche, wie es nachher sein soll. Und habe das dann hier einfach so zusammengesteckt. Und hier auch. So wie es ungefähr sein soll. Und habe es dann anprobiert. Am Arm passt das super. Da kann ich noch so ein leichtes Shirt drunter ziehen. Das ist klasse. Und hier am Körper auch. Am Rücken ist es in Ordnung. Wo ich nicht weiß, ob es nachher passt, ist hier vorne an der Brust. Aber gut, das sehe ich dann, wenn es soweit ist. Vielleicht häkle ich mir dann da noch was zusammen. Mal schauen, wie das so wird, wenn das zweite Teilchen fertig ist. Ja, letztes Mal habe ich es dir hier gezeigt. Und 1,5 Reihen kamen da noch drauf. Hier ist mein Ende sozusagen. Die Schlaufe habe ich mir jetzt gelassen, habe mir wirklich einen langen Faden abgeschnitten, damit ich den nachher nehmen kann hier zum Zusammenhäkeln. Mal schauen, wie weit der reicht. Und wenn nicht, kommt noch ein anderer Faden mit dazu. Ja, muss ich nur ein bisschen vorsichtig machen, dass ich mir die Masche nicht aufziehe. Aber das Oberteil liegt ja nur im Beutel. Von daher, bis der zweite fertig ist, von daher ist das hoffentlich kein Problem. Genau. Ja, und der war ja fertig. Da hole ich noch gerade den Maschenmarkierer. Und dann habe ich da den zweiten angefangen. Unten bin ich genauso gestartet wie bei dem anderen auch und auch dasselbe Muster. Zu dem Muster gibt es schon eine kleine Anleitung, zwar nur als Quadrat, als Granny, aber ich denke mal, muss man ja nur noch 2 Ecken hinzufügen, dass das soweit klappt, wenn dich das Muster interessiert. So, hier mache ich mal den Maschenmarkierer rein, weil da habe ich es dir das letzte Mal gezeigt sozusagen. Und dann darf der jetzt noch ein bisschen wachsen. Das ist derselbe Bobbel wie das von hier dem. Und zwar ist das Flowers Moonlight. Na, wo steht's? Das ist die Nadelstärke, eine Dreiernadel oder Stricknadel 2,5. Und es ist hier
53% Cotton, 43% Pack und 4% Metallic. Es sind 1000 Meter Bobbel und aus dem Rest, ich habe ja hier noch einen Rest drin, daraus soll noch sozusagen das Unterteil von meinem Oberteil genäht werden. Also hier, das Teil häkel ich jetzt genauso weit wie dieses Hexagon und dann soll, wie gesagt, noch unten drunter ein kleiner Rock kommen und dann schaue ich mal, wie weit der reicht. Ist halt ein bisschen länger das Projekt, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Ja, und dann habe ich eigentlich nur noch an einer Sache gehäkelt. Und zwar habe ich ein neues Granny angefangen. Mit diesem Muster. Also es wird einmal das Muster gehäkelt, dann eine Reihe Stäbchen drüber und dann nochmal das Muster. Und das dann genauso groß wie die anderen Grannies auch. Und dazu habe ich hier ein Bobbel genommen aus meiner Restekiste sozusagen, aus diesem Wollpaket, was ich mir bestellt hatte. Ich denke mal, das ist ganz hübsch. Häkle ich mit einer Vierernadel. Und das Garn hier ist von den Märchengarn, aber wie gesagt aus dem Wollpaket. Da waren ja so kleine Reste-Bobbel drin. Genau. Ja, das war alles, an dem ich gehäkelt habe. Ich hatte mir noch eigentlich rausgelegt, einmal diesen frühlingshaften Bobbel von der Miss Pipinella, wo ich dir letzte Woche vorgestellt hatte. Und das ist noch ein altes Zettelchen. Und daraus wollte ich gerne ein Tuch häkeln. Aber wie gesagt, dazu kam ich noch nicht. Aber das Tuch wird jetzt auch angefangen. Die Nadel ist schon drin. Es ist eine Vierernadel drin. Und also in meiner Tasche hier. Und ja, kann man nicht mehr lesen, aber die Nadel ist noch super. Ja, habe ich aber nicht angefangen, wie gesagt. Ja, die Feiertage, wie gesagt, waren bei uns, bei mir, meiner Familie sehr, sehr schön. Wir haben wirklich schön entspannt. Es war also wirklich super. Hätte ich nicht gedacht. Also ich dachte schon, dass irgendwie ja, ein bisschen Unmut aufkommt. Aber war nicht der Fall. War wirklich entspannt. Die Kinder sind, ich meine, die sind jetzt schon ein bisschen älter, sind schön mitgefahren zu den Großeltern jeweils zu Besuch und haben sich da auch gut amüsiert, was ja auch in dem Alter nicht immer der Fall ist, sind ja schon Jugendliche, aber ja, wirklich sehr, sehr schön. Ja, das waren jetzt sozusagen meine kleinen Projekte, die ich jetzt in der Woche mit Weihnachten gehäkelt habe. Nicht viel, aber ein bisschen. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Entspannt euch, habt Spaß bei dem, was ihr tut. Bevor ich es noch vergesse, bevor ihr euch zu sehr entspannt, ich habe noch hier zu dem Tuch die Videoanleitung gedreht und das habe ich fertig gemacht. Ich hoffe, dass die am Sonntag, ich habe das wie ich am Anfang gesagt hatte, ja nur so ein kleines Stück. Ja, also so als Muster habe ich es gemacht, habe aber meine Angaben zu dem Tuch dazu gesagt und ich hoffe, das ist verständlich und du kommst damit klar. Erst die Stäbchen, dann das Muster und ja, die dürfte
morgen am Sonntag also online gehen. Genau, bevor ich das vergesse. Ja, das war es jetzt aber auch. In diesem Sinne hoffe ich, ihr habt noch eine schöne Zeit und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.